ferner Vergangenheit lebte einmal ein stolzer Löwe, der als König der Savanne galt. Dieser Löwe war nicht nur stark und furchteinflößend, sondern auch weise und gerecht. Er beschützte die Tiere der Savanne und sorgte für Harmonie und Gleichgewicht. Eines Tages wurde der stolze Löwe bei einem Kampf mit einem anderen Raubtier schwer verletzt. Sein Stolz und seine Macht schwanden dahin, als er sich nicht mehr so frei bewegen konnte wie zuvor. Die anderen Tiere der Savanne, die einst vor ihm gezittert hatten, zeigten plötzlich Mitgefühl und halfen ihm, sich zu erholen. Während seiner Genesung lernte der Löwe, dass Verletzlichkeit und Abhängigkeit nicht mit Schwäche gleichzusetzen sind. Er erkannte die Bedeutung von Mitgefühl und Dankbarkeit. Nachdem er geheilt war, regierte er die Savanne mit noch mehr Weisheit und Güte und sein Ansehen als König der Tiere wuchs weiter, da er nicht nur seine Stärke, sondern auch seine Verletzlichkeit akzeptierte. Diese Geschichte wurde von den San überliefert, einer Gruppe indigener Völker in Südafrika, die man heute nicht mehr als Buschleute bezeichnet. Der Duden stuft diese Bezeichnung als veraltet, heute diskriminierend ein. Die San gehören zu den ältesten Kulturen Südafrikas und sind für ihre einzigartige Lebensweise, Sprachen, künstlerischen Traditionen und enge Verbindung zur Natur bekannt. Sie betrachten den Löwen nicht nur als kraftvolles Raubtier, sondern auch als Träger von Weisheit. Seine Fähigkeit, in der Wildnis zu überleben, wird als Symbol für spirituelle Führung und Überlebensfähigkeiten interpretiert. Der Löwe steht an der Spitze der Nahrungskette, wenn man mal vom Menschen absieht, der dieses Privileg für sich bewusst in Anspruch nimmt. Tatsächlich gab es im subsaharischen Raum in Afrika Stämme, die Löwen jagten, um sie zu verzehren. In Rom kam es vor, dass Löwen nach gewonnenen Gladiatorenkämpfen selbst verspeist wurden. Obwohl das heute nicht mehr vorkommt, hat der Mensch andere Methoden entwickelt, den Löwen das Leben schwer zu machen. Zum Beispiel durch die Zerstörung ihrer natürlichen Lebensräume. Akute Gefahr drohen ihnen, wenn sie von Wilderern und größeren Tieren sowie Elefanten, Nashörnern und Büffeln angegriffen werden. Deshalb ist es auch sinnvoll, dass sogar diese starken Tiere über eine Amygdala verfügen, ein kleines, paariges Organ im Gehirn, das die Funktion einer Alarmzentrale ausübt. Löwen können also durchaus Angst haben und ähneln anatomisch wie emotional uns Menschen. Solange es einem gut geht, bleibt unser innerer Löwe ganz entspannt in seiner Hängematte. Sobald er aber gereizt wird, springt er auf und greift an. Oder er läuft weg, je nachdem, wie groß die Bedrohung ist. Dann ist natürlich Schluss mit Entspannung, auch bei den realen Löwen. Die Frage ist nun, was reizt denn eigentlich unseren inneren Gefährten? Was bringt seine Alarmglocke zum Klingeln? Ist es eine akute Gefahr oder sind wir übersensibilisiert auf Gefahren, sodass unsere Amygdala schon bei minimaler Bedrohung oder leichter Verärgerung reagiert? Wenn dies mandelförmige Organ sein Alarmsignal abgibt, dann reagiert der Körper mit Aktivierung, insbesondere durch die Ausschüttung der beiden Hormone Adrenalin und Noradrenalin. Ersteres sorgt für die Stärkung der Muskeln, die bei der Flucht dienlich sind. Letzteres jener, die zum Kampf befähigen. Jetzt ist also Action angesagt. Man muss schnell und kraftvoll handeln, um sein Leben zu retten. Direkt auf die Gefahr zu oder von ihr weg. Beides braucht Muskelkraft. Neulich beugte ich mich herunter, um Dinge in einen Unterschrank in der Küche zu sortieren. Von mir unbemerkt öffnete jemand die Tür des Oberschranks, um genau dasselbe zu tun. Die unangenehme Folge war, dass ich beim Wiederaufrichten mit meinem Kopf heftig gegen deren Kante stieß.
Wütend brüllte mein innerer Löwe und ließ mich mit der Hand gegen die verdammte Tür schlagen, ohne nachzudenken. Dabei war es ja nicht deren Schuld. Das war nur meine Löwenreaktion. Meine Muskeln ließen meine Lungen und Stimmbänder fluchen und meine Faust zuschlagen, bevor ich mir dessen überhaupt bewusst war. Moment mal, meine Muskeln tun etwas, ohne dass ich mich willentlich dafür entschieden habe, ja, bevor ich es überhaupt bemerke? Gut, einen Augenblick später war mir klar, was passiert war. Ich rieb mir den Kopf, kam mir blöde vor und damit war die Sache für mich erledigt. Nö, war sie nicht. Denn die erwähnten Hormone kreisten noch ein Weilchen im Blutstrom durch meinen Körper, weil das nämlich ihr Job ist, und sie erhöhten meine Aktionsbereitschaft. In dieser Zeit liegt dann die Reizschwelle so niedrig, dass schon eine Kleinigkeit zur erneuten Explosion führen kann. Mein innerer Löwe reagiert nicht nur schnell und stark, er bleibt auch noch eine ganze Weile nach dem Vorfall im Alarmzustand. Das erklärt, weshalb man am Arbeitsplatz in einer kritischen Situation lieber stillhält. Eine fristlose Kündigung wegen Verprügelns des Chefs stellt ja eine Bedrohung der eigenen Existenz dar, dann aber zu Hause ausflippt und jemanden verprügelt, der die eigene Existenz überhaupt nicht bedroht, sondern vielleicht nur etwas Falsches gesagt hat. Nach Abschluss meiner Todstellphase im Job fährt mein Nervensystem wieder hoch. Die dadurch gerade noch soeben aufrechterhaltene Impulskontrolle fällt unter dem Adrenalineinfluss jetzt weg und ich schlage zu. Die Muskeln wollen tun, was Muskeln eben tun. Was man natürlich auch auf dem Sportplatz, beim Holzhacken oder in der Muckibude machen könnte. Aber man ist ja eh noch so sauer, dass man gar nicht klar denken kann. Deshalb sind diese Möglichkeiten nicht das Erste, was einem einfällt, wenn man hoch erregt ist. Dann reicht vielleicht schon ein Schatz, das Bier ist alle für die Reaktivierung des Zorns, der ja dank der Stresshormone ohnehin noch am Köcheln war. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, welcher Art der Stressor ist. Das ist individuell ganz unterschiedlich. Was er macht, ist Muskelspannung. Wenn wir mal einen Blick auf die bekannten Blütenmittel werfen, erkennen wir, dass man sie recht gut in zwei Kategorien einteilen kann: die beruhigenden und die aktivierenden. Unter den Bachblüten beruhigen diejenigen am stärksten, die beim stärksten Stress eingesetzt werden. Impatiens, Holly, Willow, Beech, Agrimony. Allesamt sogenannte Spannungsblüten, die durch ihre mental-emotional entspannende Wirkung auch die Muskeln entspannen lassen. Die Blüten der zweiten Gruppe wirken aktivierend. Hier herrscht kein Überschuss an Spannung, sondern eher ein Mangel. Man kommt aus eigener Kraft nicht mehr hoch. Es kommt zur Selbstaufgabe, wie bei Gorse, zu Lethargie, wie bei Wild Rose, oder zu vollkommener Erschöpfung, wie bei Olive. Diese Blüten werden oft eingesetzt, wenn man über das Stadium des akuten Stresses hinaus ist, den Mut verloren und eventuell gar aufgegeben hat. Wie Sie sicher schon geahnt haben, geht es heute aber um die Spannungsblüten, die eingesetzt werden, wenn man dazu neigt, zuzuschlagen, nicht wenn man sich selbst niedergeschlagen fühlt. Man nutzt die Spannung, um zu kämpfen oder wegzulaufen. Worauf ich hinaus will, ist, dass jeder Stress immer und zuverlässig zu Muskelspannung führt. Deswegen helfen muskelentspannende Techniken und Tätigkeiten umgekehrt dazu, dass man sich auch mental-emotional entspannt. Ein Bad, eine Massage, Tanzen und Singen und Herumtoben, ebenso wie ein heißer Tee oder das Betrachten des Sonnenuntergangs. Und natürlich alle Spannungsmittel unter den Blütenessenzen. Ein jeder möge sich etwas Passendes für sich selbst aussuchen.
Vor ein paar Jahren berichtete mir der Gründer der Alaskan Essences, Steve Johnson, ganz entzückt, dass er entdeckt hatte, dass der englische Name eines seiner Pflanzenmittel, Dandelion nämlich, aus dem französischen La Dent du Lion abgeleitet war, was übersetzt der Zahn des Löwen heißt. Na, da war ich aber überrascht. Das Besondere an der Löwenzahnessenz ist, dass sie keine spezifische emotionale Wirkung hat. Es ist ein reines Stressmittel. Wir verwenden es, wenn der innere Löwe seine Zähne zeigt und die Muskeln anspannt. Der Auslöser und die Art des Reizes spielen überhaupt keine Rolle. Immer, wenn eine Emotion uns innerlich anspannen lässt, kann Löwenzahn helfen. Selbst wenn wir uns der Spannung gar nicht bewusst sind, weil sie so automatisch auftritt und wir die Schultern sowieso den ganzen Tag so hochgezogen halten und uns das vollkommen normal erscheint. Das macht die Blüte zu einem idealen Begleiter beinahe jeder anderen Essenz. Bin ich beispielsweise gewohnt, in Gesellschaft den Clown zu spielen, um meine innere Traurigkeit zu überspielen, kann die Entspannung der Bauchmuskulatur die Wirkung der Bachblüte Agrimony unterstützen. Man steht dann einfach nicht mehr so unter Strom. Der innere Zwang, sich in den Mittelpunkt stellen zu müssen, verschwindet. Man kann sich auch mal zurückziehen und andere machen lassen, stattdessen zuschauen und zuhören und sie so besser kennenlernen. Der Ansatz der Essenz des Löwenzahns ist dem der anderen Blüten entgegengesetzt. Statt die emotionale Spannung, die im Kopf, genauer im limbischen System unseres Gehirns entsteht, durch eine Blüte zu lindern und dadurch die Spannung aus dem Körper zu entlassen, was man im englischsprachigen Raum einen Top-Down-Approach nennt, man arbeitet nämlich von oben nach unten, macht es der Löwenzahn genau umgekehrt. Das wäre ein Bottom-Up-Approach, also einer von unten nach oben, vom Körper zum Kopf. Man entspannt die Muskeln und löst dadurch den Stress im Kopf. Das macht ihn besonders geeignet für die äußerliche Anwendung, sprich über die Haut in die Muskulatur. Dazu kann man die Löwenzahnessenz in ein Körperöl geben, zum Beispiel ein wenig Mandelöl in die Hand, 1-2 Tropfen aus dem Vorratsfläschchen Löwenzahn dazu und dann einmassieren. Oder man stellt gleich eine Ölessenz analog der üblichen Wasseressenzen her, was sich durchaus lohnen kann, wenn man sie öfter benutzen möchte. Ich nehme an, Sie wissen, wie man eine Blütenessenz macht. Das ist ganz einfach. Man füllt ein kleines Glasschälchen mit frisch gewonnenem reinen Quellwasser, bedeckt dessen Oberfläche mit der Blüte eigener Wahl und stellt das Ganze für mindestens 3 Stunden in die Sonne. Einen Link zu einem kleinen Herstellungsvideo schreibe ich hier unter dieses Video, falls Sie da mal reinschauen möchten. Die Herstellung einer Ölessenz dauert ein wenig länger, ist aber prinzipiell genauso einfach. Sie nehmen bloß statt des Quellwassers ein reines Pflanzenöl. Olivenöl ist beispielsweise ausgezeichnet geeignet dafür. Nach Beendigung des Prozesses riecht es auch nicht mehr nach Oliven, falls Sie das befürchteten. Anders als bei einer Wasseressenz, wo die Blüten auf der Oberfläche schwimmen, saugen sich die Blüten hier allerdings voll und sinken auf den Grund des Schälchens. Nach einigen Minuten, wenn das geschehen ist, sollten Sie also ein paar weitere Blüten hinzugeben. Dieses Schälchen lassen Sie dann den ganzen Tag in der Sonne stehen. Am Abend filtern Sie das Öl durch ein Tuch, um es am folgenden Tag nochmals zu verwenden. Wieder füllen Sie das Schälchen mit Blüten, lassen es tagsüber in der Sonne, filtern das Öl abends ab und verwenden es schließlich ein drittes und letztes Mal. Jetzt haben Sie die Uressenz eines Löwenzahnöls. Haltbar machen Sie es mit der 9-fachen Menge Jojobaöl. Sollten Sie sich also Sorgen gemacht haben, das wird ja bei jedem Filtervorgang etwas weniger, mag es Sie trösten, dass Sie a. auch ein wenig Öl während der Herstellung selbst nachgießen können und b. auch eine geringe Menge noch genug ist, um Sie eine lange Zeit mit Löwenzahnöl zu versorgen.
Vielleicht hatten Sie nach dem dritten Tag nur noch 50 Milliliter übrig. Dann geben Sie 450 Milliliter Jojoba hinzu und schon ist es wieder eine ganz schöne Menge, was Sie da haben. Und das ist ja nur die Urölessenz. Für den direkten Einsatz am Körper wird es nochmals um die Hälfte verdünnt. Am besten, Sie benutzen dafür ein 30 Milliliter Fläschchen, wie Sie es als die Einnahmefläschchen der Blütenessenzen kennen. Sie füllen es zur Hälfte mit dem Löwenzahnöl und dann mit einem Öl Ihrer eigenen Wahl auf. Walnussöl, Traubenkernöl, das erwähnte Mandelöl oder dergleichen, was immer Sie mögen. Nun können Sie es je nach Bedarf direkt in Ihre Spannungszonen einmassieren. Wenn Sie davon übrigens einen Teelöffel mit einem Esslöffel Johanniskrautöl und etwa 50 Milliliter Sahne als Emulgator mixen und in Ihr Badewasser geben, verstärken Sie die ohnehin eintretende Entspannung noch weiter und verlängern deren Wirkung. Mit 1-2 Tropfen eines ätherischen Öls wird das Ganze auch noch zu einem richtig sinnlichen Erlebnis. So wohltuend und zum Genießen. Besonders kraftvolle Löwenzahnpflanzen erkennen Sie übrigens an der Zahnung ihrer Blätter. Je mehr Zähne, desto mehr Sonne haben sie erhalten und desto kräftiger wird ihre Essenz werden. Wenn Sie sich darüber hinaus mit Ihrem inneren Löwen anfreunden, ihn einfach besser kennen und verstehen lernen möchten, dann gibt es noch eine weitere Essenz, die Ihnen jetzt womöglich etwas schräg vorkommt. Ich meine die Löwenessenz. Nicht Löwenzahn, sondern wirklich Löwenessenz. Das ist eine schamanische Essenz und wird rituell hergestellt. Also keine Angst, des Löwen Kopf bleibt ungepflückt. Um eine solche Essenz herzustellen, muss man schon eine bestimmte Beziehung, und zwar eine gute, zum Tier haben. Es kann das eigene Krafttier sein oder ein Schamane stellt für einen den Kontakt her. Als zweites brauchen Sie ein Objekt, das mit dem Tier in Verbindung steht, das Ihnen quasi als Antenne zum Empfang der spirituellen Energie des Löwen dient. Ich habe da beispielsweise einen, Löwenzahn aus Afrika. Im Ritual bittet man den Geist des Löwen, sich mit dem Objekt zu verbinden. Wenn dies geschehen ist, wird die Essenz wie gehabt hergestellt. Man legt den Zahn oder was immer man besitzt in ein Schälchen mit Quellwasser und setzt es mindestens 3 Stunden lang der Sonne aus. In Wirklichkeit ist es noch ein wenig komplizierter und aufwendiger, als ich das dargestellt habe. Ich habe den Herstellungsprozess nur ein bisschen zusammengefasst. Meines Wissens gibt es nur wenige Menschen, die es auf diese oder eine ähnliche verwandte Art machen. Der Löwe wird von vielen Völkern als Sonnensymbol betrachtet. Vermutlich aufgrund der Mähne des Männchens, die seinen Kopf wie Strahlen umgibt. Die Sonnenkraft macht ihn zum Anführer, der bereit ist, große Herausforderungen anzunehmen. Er stellt sich dem Konflikt, schlägt den Feind und vertreibt die Furcht. Löwenenergie bringt Zuversicht. Oder stellen Sie sich mal einen nervösen Löwen vor, der von Furcht getrieben ist. Das wäre so ziemlich das Gegenteil der Weisheit und Energie des Tieres. Es muss also schon ein kräftiges Tier sein, wenn Sie mit dessen Hilfe eine Essenz herstellen wollen. Und deshalb finde ich den Namen der Pflanze Löwenzahn so zutreffend und mit der Löwenkraft korrespondierend. Die wird ja auch immer stärker, je mehr Sonne sie erhält. Ist unser innerer Löwe entspannt, braucht er seine Zähne nicht zu zeigen. Er hat den Überblick über die Situation, weiß sie einzuschätzen und entsprechend zu agieren. Gemeinsam verbinden die Essenzen die Kraft von Pflanze und Tier und können vorzüglich miteinander kombiniert werden. Der Löwe wird oft als Symbol für Kraft, Stärke und Macht betrachtet. In spirituellen Kontexten kann er als Erinnerung an die innere Kraft und Fähigkeiten dienen, die jeder einzelne von uns in sich trägt. Die Anwendung der Löwenessenz lohnt sich, wenn man Stärke zeigen muss und andere beschützen will.
Sie bringt innere Kraft und Mut und die Fähigkeit, Problemlösungen zu entdecken oder zu entwickeln. Sie lehrt, offen und direkt zu kommunizieren, ohne die anderen dabei zu verletzen. Wann könnten wir diese Kraft besser brauchen als in Zeiten von Krisen und Kriegen, in denen jeder nur auf sich selbst schaut und vergisst, wie sehr wir auf das Miteinander angewiesen sind? In der Geschichte der Menschheit waren die Zeiten stets die übelsten, in denen das Gegeneinander, das Miteinander niederrang. Erfolg, Gesundheit und Wohlstand sind das Ergebnis von Kooperation. Offenheit, Klarheit und Kraft und das in einem entspannten Körper scheinen mir angemessen für eine entsprechende Reorientierung. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. Wir sehen uns wieder im Februar.